Woche 2 unserer Reise zu den ersten 100.000 Euro ist durch. Erstmal sorry, dass das Video heute erst kommt und nicht wie geplant schon am Sonntag. Ich habe das Design von meinem YouTube-Kanal nochmal komplett überarbeitet und das hat einfach ein bisschen mehr Zeit gefressen als gedacht. Der interne Zinsfuß von unserem Portfolio beträgt derzeit 18,17% und das zeigt mir schwarz auf weiß, dass die Strategie voll aufgeht und wir mit ordentlich Rückenwind in das neue Jahr gestartet sind. In der letzten Woche war an den Märkten echt ordentlich was los. Wir schauen uns mal den aktuellen Stand an. Unser Portfolio stand am Sonntag bei fast 38.000 Euro. Das ist ein Zuwachs von ordentlichen 2,77% innerhalb einer Woche. In harten Zahlen sind das mal eben über 1.000 Euro an Kursgewinnen. Investiert haben wir in der letzten Woche nichts. Wir haben da die Füße stillgehalten. Es ist zwar eine kleine Dividende reingekommen, aber die schauen wir uns später ganz in Ruhe an, wenn wir ins Dividendendashboard springen. Bei den Tech-Riesen gab es letzte Woche ein paar Überraschungen, mit denen ich so nicht gerechnet hätte. Aber meine Dividendenwerte stehen zum Glück stabil da. Ich habe mir für jede Aktie in meinem Portfolio mal notiert, was in der letzten Woche so Wichtiges passiert ist, damit wir genau wissen, wo wir auf unserem Weg stehen. Wie immer gilt, Fakten vor Emotionen. Wir starten direkt nach dem Intro. Top-Verlierer dieser Woche unsere größte Position im Portfolio Apple mit über 4%, BAT mit 2,4%, Nvidia Vorwoche richtig stark, in dieser Woche ein bisschen schwächer, 1,1% im Minus, Waste Management knapp unter einem Prozent. Top-Gewinner diese Woche United Health mit 4,3%. Caterpillar Mitte der Woche stark abverkauft worden, konnte aber zum Wochenende hin sich wieder zurückkämpfen, starke 5%. Chevron am Montag nach dem Wochenende über 10% nach oben rausgeschossen, wurde aber relativ schnell abverkauft und hat sich dann zum Wochenende wieder gut zurückgekämpft, 5,5%. Mal wieder eine starke Woche von Alphabet, 7% nach oben. Amazon, unsere zweitgrößte Position im Portfolio, 9,6%. Und der Top-Mover, Novo Nordisk, 13,7% nach oben. War es das jetzt? Ist es jetzt der Turnaround? Das ist die Frage, die sich jeder stellt. Bei Apple gab es diese Woche ein echtes Beben, weil Google sie beim Börsenwert überholt hat. Die stehen gerade unter Druck, weil die Verkaufszahlen in China leicht schwächeln und alle ungeduldig auf das große KI-Update fürs iPhone warten, während die Konkurrenz links und rechts vorbeizieht. Amazon macht mir dagegen richtig Spaß. Die Aktie hat diese Woche wichtige charttechnische Widerstände geknackt. Die Anleger setzen voll drauf, dass die neue KI-Integration in der Logistik die Kosten im neuen Jahr massiv senkt und die Cloud-Sparte AWS weiter zweitstellig wächst. Meine Bankposition JP Morgan Chase wurde von den Analysten bei Wolf Research herabgestuft, weil sie glauben, dass der Zinsüberschuss 2026 seinen Zenit erreicht hat. Trotzdem bleibt JP Morgan für mich die stabilste Bank im Sektor, besonders weil sie massiv in eigene KI-Technologien zur Betrugserkennung investieren. Über Alphabet kann ich mich diese Woche nur freuen. Die haben mit ihrem neuen Gemini-Modell an der Börse so richtig abgeliefert und sind jetzt wieder die Nummer 1. Der Markt feiert gerade, dass Google bei der KI-Suche schneller vorankommt als gedacht und damit das Werbegeschäft absichert. Nvidia hat nach dem krassen Lauf zum Jahresstart diese Woche mal kurz Luft geholt, was nach den Rekorden völlig normal ist. Der Hunger auf die neuen H200-Chips ist in den Rechenzentren immer noch riesig, weshalb Analysten ihre Kursziele diese Woche fast schon im Wochentakt nach oben schrauben. Bei Waste Management passiert zwar wenig Spektakuläres, aber das Unternehmen hat diese Woche weitere Investitionen in vollautomatisierte Recyclinganlagen angekündigt.
Das senkt langfristig die Personalkosten und als defensiver Anker im Depot ist auf die Mülljungs einfach Verlass. Am Freitag gab es bei American Express zwar kurz mal 2% Minus, was wohl an den Gewinnmitnahmen vor der Berichtssaison lag. Ich schaue da aber entspannt auf die Zahlen am Monatsende, da die Reise- und Konsumdaten der Premium-Kunden bisher sehr stabil aussehen. Microsoft ist diese Woche wieder über eine wichtige Hürde gesprungen, weil immer mehr Firmen den Copilot jetzt fest in ihren Arbeitsalltag integrieren. Die Marktkapitalisierung bleibt stabil auf Rekordniveau, da Microsoft aktuell die beste Brücke zwischen komplexer KI und echtem Nutzen für Unternehmen baut. Der Hype um die Abnehmspritze bei Novo Nordisk hört einfach nicht auf. Diese Woche gab es Berichte über massive Kapazitätserweiterungen in Europa, um die Nachfrage endlich zu decken. Die Aktie bleibt ein absolutes Wachstumsmonster, solange sie das Angebot in den Griff bekommen. Bei Linde läuft es fundamental zwar super, aber ich habe ein Auge drauf, ob die Aktie nicht langsam ein bisschen zu teuer geworden ist. Sie notiert aktuell deutlich über ihren historischen Durchschnitts-KGVs, was sie anfällig für kleine Rücksetzer macht, falls die nächsten Zahlen nicht perfekt sind. Mein Ölriese Chevron hat diese Woche ein neues 6-Monats-Hoch markiert, getrieben von den stabilen Ölpreisen und neuen Förderprojekten im Golf von Mexiko. Chevron zeigt mal wieder, dass sie durch ihre extrem starke Bilanz auch in unsicheren Zeiten eine Cashmaschine bleiben. Die Aktie von McDonald's fängt sich langsam wieder und hat die wichtige 100-Tage-Linie nach oben durchgebrochen. Der Markt glaubt fest daran, dass die neuen globalen Sparmenüs genau die richtige Antwort auf die Inflation sind, um die Besucherzahlen in den Filialen hochzuhalten. Die Visa bereitet sich gerade auf den Angriff auf das Allzeithoch vor, nachdem die Aktie diese Woche ein starkes technisches Signal geliefert hat. Das Vertrauen ist zurück, dass der weltweite Tourismus und das Online-Shopping auch 2026 für volle Kassen sorgen. Die Coca-Cola-Aktie hatte einen eher holprigen Start und nutzte den Jahresbeginn für interne Umstrukturierungen und einen leichten Stellenabbau zu Effizienzsteigerung. Die Stimmung ist gerade etwas verhalten, aber als Fels in der Brandung im Depot mache ich mir bei der Marktmacht keine Sorgen. Bei United Health bin ich wieder optimistischer, weil die Aktie über eine wichtige Durchschnittslinie geklettert ist und damit den monatelangen Abwärtstrend gestoppt hat. Trotz politischer Diskussionen in den USA bleibt das Geschäftsmodell als größter privater Krankenversicherer krisenfest. Caterpillar ist diese Woche völlig ausgerastet und hat ein neues Rekordhoch erreicht. Der Optimismus für die globale Infrastruktur und der Bedarf an Bergbauequipment für die Energiewende treiben die Auftragsbücher gerade in ungeahnte Höhen. Wie auch schon Visa zieht Mastercard ähnlich wieder an und haben diese Woche eine wichtige Kursmarke zurückerobert. Besonders das starke Wachstum bei grenzüberschreitenden Zahlungen zeigt mir, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Die größte News gab es hier. Walmart wechselt an die Nasdaq und steigt direkt in den Nasdaq 100 auf. Das zwingt viele große Fonds zum Kaufen der Aktie, was den Kurs diese Woche massiv Richtung der 1 Billionen Dollar Marke geschoben hat. Bei meinen Immobilienprofis Realty Income gab es einen kleinen Rücksetzer, weil die Zinsen am Markt wieder leicht angezogen haben. Das ist für einen Reit völlig normal, aber die hohe Auslastung ihrer Immobilien von über 98% gibt mir die nötige Sicherheit für die Dividende. Die Aktie British American Tobacco hat die Woche mit über 2% plus beendet, weil der Umstieg auf raucherfreie Alternativen laut ersten Berichten besser läuft als gedacht. Bei einer Dividendenrendite, die immer noch im hohen einstelligen Bereich liegt, greifen die Anleger aktuell einfach gerne wieder zu.
Das Portfolio hat uns derzeit insgesamt 270 Euro an Dividende ausgezahlt. Die persönliche Dividendenrendite sind 0,68% und monatliches Einkommen 17,78 Euro. Da bin ich aber guter Dinge, dass wir diesen Wert in diesem Jahr deutlich steigern können. In der Dividendenrendite-Tabelle sehen wir, dass wir das letzte Jahr 2025 mit einem Wachstum an den Dividenden mit 272% abschließen konnten und auch für dieses Jahr erwarte ich ein starkes Wachstum in dieser Tabelle und deswegen werden wir hin und wieder mal auf diese Tabelle schauen, ob wir unserem Ziel ein bisschen näher kommen. Im Dividendenkalender sehen wir, dass uns fast 490 Euro an Dividende für dieses Jahr prognostiziert werden. Die erste Auszahlung an der Dividende kam von Walmart, diese Woche Realty Income und Ende des Monats noch JP Morgan Chase. Für den Monat Februar sehen wir, dass die ersten Unternehmen bereits ihre Dividenden bestätigt haben. Die größten Sektoren in unserem Portfolio sind einmal Informationstechnologie mit 25%, Finanzunternehmen 17%, Nicht-Basiskonsumgüter 14,8% und dann kommen schon die Kommunikationsdienste. Das war das Update für diese Woche. Die Zahlen lügen nicht. Disziplin und Zeit sind unsere stärksten Verbündeten auf dem Weg zur sechsstelligen Summe. Lasst euch vom täglichen Rauschen an den Märkten nicht verunsichern. Wir beobachten die Daten, wir messen die Ergebnisse und wir ziehen es durch. Bleibt fokussiert, bleibt diszipliniert und vor allem bleibt stur bei eurem Plan. Wir sehen uns im nächsten Update, denn am Ende gilt, Strategie schlägt Meinung.